Wenn in Zukunft im Eichstätter Dom die Lichter angehen, hat Bischof Willibald einen neuen Heiligenschein. Und das im wörtlichen Sinn. Mehrere Jahre haben Walter Bamberger und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ingenieurbüro für Lichtdesign aus Pfünz bei Eichstätt geplant und Winkel berechnet. Beim neuen Lichtkonzept wurde jeder Scheinwerfer bewusst platziert. Bei uns geht es immer als erstes darum, wie soll der Raum mit Licht aussehen und wie soll er erscheinen. Da gibt es viele Skizzen und bei vielen Skizzen ist das Dominante, dass wir erst einmal die Schatten malen, die wir haben wollen. Damit wird die Räumlichkeit entwickelt und dann beginnt das Problem, welche Möglichkeiten oder welche Standorte haben wir denn, wo wir Leuchten irgendwie hin platzieren können. Die alten Hängelampen, die nur nach unten strahlten, sind Geschichte. Sie werden durch 24 neue Deckenleuchten in den Seitenschiffen und im Willibaldschor ersetzt. Diese besitzen jeweils bis zu 18 Lichtköpfe ganz unterschiedlicher Art. Insgesamt sind mehr als 300 neue Leuchtmittel installiert. Sie sollen den Kirchenraum und das Gewölbe dezent ausleuchten, sodass die Architektur gleichmäßig sichtbar wird. Also engstrahlende Leuchten auf Architekturflächen, die dann helle Flecken machen oder unkontrollierte helle Leuchtdichten oder Helligkeiten, wie wir es bezeichnet haben, die haben dann an einer solchen Architekturhülle nichts zu suchen. Die Architektur selbst ist die pointierte Aussage der Baumeister von damals. Auch an das Energiekonzept wurde gedacht. Die neuen LED-Lampen sind langlebiger und effizienter. Dadurch kann rund 75% Energie im Jahr eingespart werden. Gesteuert wird alles über ein modernes Bedienfeld in der Sakristei, je nach gewünschtem Anlass. Das geht ganz simpel an und allgemein für Besuchertag, Besucherabend. Es geht dann weiter unter Gottesdienste vom Pontifikalamt über Werktagsgottesdienst, über Andacht, über Rosenkranz, über Szenen für Weihnachten, über Szenen für Ostern mit der Osternacht. Es geht um Taufe und dergleichen. Also all diese Dinge werden in Szenen oder Lichtstimmungen praktisch abgebildet. Die Pfarrei war sowohl bei der Gestaltung des Altarraums als auch beim neuen Beleuchtungskonzept stets stark mit eingebunden. Dompfarrer Josef Blumenhofer haben die neuen Lampen überzeugt. Im Vergleich zum Alten ist es kein Vergleich. Also das Gebäude, also das Gewölbe ist ja nicht erleuchtet gewesen in der alten Beleuchtung. Jetzt kommt das Gewölbe voll zum Tragen durch die indirekte Beleuchtung, die da auch geschieht. Oder dann der Mantel, der Deckenwurf vom Altar wird plastisch greifbar. Genauso der Pappenheimer Altar, da werden die Figuren plastisch, die wirken wie geschnitzt. Und so, also das wird eine ganz tolle Sache. Ein Schwerpunkt der Beleuchtung liegt natürlich auf dem Altarraum. Aktuell sind dort bereits provisorisch die Modelle von Bischofssitz, Ambo und Vortragekreuz vom Künstlerpaar Lutzenberger installiert. Zusammen mit der Beleuchtung schaffen sie einen würdigen Rahmen für die Feier der Gottesdienste und ein dezentes, aber stimmiges Gesamtkonzept. Das, was die Künstler Lutzenberger vorgelegt haben, ist genau auf unserer Welle, dass wir mit Demut an den Raum herangehen und wir uns dem Raum unterordnen, aber trotzdem bestimmt und klar unser Thema aussagen dazu. Ich versuche dort einen Architekturraum zu bilden in der Architekturhülle, wo die Selbstverständlichkeit ist, dass das Geschehen der Liturgie oder des Konzertes tatsächlich in der Raumhülle ist und nicht die Raumhülle dann plötzlich die Dominanz übernimmt. Zum Willibaldsfest am 7. Juli soll der Eichstätter Dom wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. Dann erstrahlt das Gotteshaus in neuem Glanz. Auch dank der Arbeit von Walter Bamberger und seinem Team.